Hallo und herzlich willkommen zu dieser Analyse, die wir speziell für dich zusammengestellt haben. Hallo auch von meiner Seite. Heute schauen wir uns mal ganz genau die Hürden an, die auf dem Weg vom B1 zum B2-Niveau im Deutschen lauern. Das ist ein Schritt, der hat's oft in sich. Das stimmt. Wir gehen da jetzt tief rein, basierend auf den Unterlagen, die du uns geschickt hast, vor allem aus dieser Quelle Podcast B1, B2. Genau, die Erkenntnisse daraus bilden so ein bisschen die Basis. Unser Ziel ist klar. Wir wollen die wichtigsten Punkte rausarbeiten, damit du diesen Übergang gut schaffst. Und auch selbstbewusster und flüssiger wirst. Wobei der Fokus ja auf Konversationssicherheit liegt, oder? Und Grammatik. Richtig. Konversation, die knifflige Grammatik und wie man diese Lernplateaus überwindet. Diese frustrierenden Momente. Auf jeden Fall. Okay, schauen wir uns das mal genauer an. Ein Punkt, der in den Unterlagen wirklich immer wieder vorkam, ist diese Hürde bei der Konversation. Man ist so auf B1, versteht schon echt viel, kann sich auch irgendwie verständigen. Ja, das Grundgerüst steht. Aber dieses freie, spontane Sprechen, dieses Gefühl, wirklich mitzuhalten, gerade wenn es komplizierter wird oder mit Muttersprachlern, das fehlt halt oft noch. Der Podcast B1, B2 hat das ja, glaube ich, als eine Art gläserne Wand beschrieben. Das trifft's irgendwie, oder? Kommt dir das bekannt vor aus den Quellen? Absolut, das ist wirklich ein Kernproblem auf dieser Stufe. Was hier faszinierend ist, und das kam in den Quellen auch gut raus, ist diese psychologische Seite. Ah ja. Ja, es ist nicht nur, dass Vokabeln fehlen oder die Grammatik noch nicht sitzt. Oft sind es die eigenen Ansprüche, die plötzlich steigen. Okay. Naja, auf B1 freust du dich über jeden Satz, der klappt. Aber auf B2 siehst du plötzlich diesen riesigen Berg, was du alles noch nicht kannst. Und die Angst vor Fehlern, die wird irgendwie größer. Ah, verstehe. Man will's besser machen. Genau, man will ja nicht mehr nur so lala verstanden werden, sondern präziser klingen, vielleicht auch nuancierter. Und dazu kommt dann oft die fehlende Routine in Gesprächen, die halt nicht nach Lehrbuch laufen. Eben, spontan und unvorhersehbar. Richtig. Und B2 braucht genau diese Flexibilität, dieses schnelle Umschalten, das Anpassen an die Situation. Okay, die Diagnose leuchtet ein. Aber was schlagen denn die Quellen vor, um diese gläserne Wand zu durchbrechen? Mir fiel auf, dass es viel um Regelmäßigkeit ging. Ja, genau, das war ein ganz zentraler Punkt. Lieber jeden Tag kurze Sprechimpulse setzen, als einmal pro Woche so eine riesige Lerneinheit. Auch wenn es nur kurz ist. Selbst wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind. Einfach mal Selbstgespräche führen beim Kochen oder kurze Sprachnachrichten aufnehmen für Tandempartner, Freunde, wo man bewusst versucht, was Neues zu sagen. Es geht darum, das Sprechen zur Gewohnheit zu machen, die Muskeln sozusagen warm zu halten. Okay. Und ein anderer Aspekt, der auch betont wurde, eine gesunde Fehlertoleranz entwickeln. Das Ziel sollte nicht sein, ich spreche fehlerfrei, sondern eher, ich kommuniziere erfolgreich. Das nimmt Druck raus, oder? Total. Das entlastet ungemein. Deshalb wurde ja auch empfohlen, sich entspannte Gesprächspartner oder Gruppen zu suchen, wo Fehler okay sind, wo sie als Teil des Lernens gesehen werden. Ja, das macht Sinn. In dem Zusammenhang im Podcast B1, B2 wurde auch die Schattenübung erwähnt. Kannst du das nochmal kurz erklären? Das klang ziemlich praktisch. Ja, das ist eine interessante Methode, die wird oft unterschätzt. Beim Shadowing hörst du einen Satz oder einen kurzen Abschnitt, sagen wir aus einem Podcast oder Film, und sprichst den dann möglichst gleichzeitig oder direkt danach nach. Also mit derselben Betonung, demselben Rhythmus der Melodie. Ah, okay. Es wird weniger darum, jedes Wort zu verstehen, als vielmehr den Klang und den Fluss der Sprache zu imitieren. Also wie Nachsingen fast. So ähnlich, ja. Das hilft enorm, ein Gefühl für die deutsche Sprachmelodie zu entwickeln. Und es baut Hemmungen ab, weil du dich erstmal auf den Klang konzentrierst, nicht auf die eigene Formulierung. Verstehe. Training für Mund und Ohr gleichzeitig. Genau das. Gut. Kommen wir mal zum nächsten großen Brocken, der in den Materialien auch viel Platz eingenommen hat. Die komplexere Grammatik. Ah ja, der Klassiker. Ich denke da so an Sachen wie den Konjunktiv 2, also für Wünsche, irreale Bedingungen, höfliche Bitten oder auch die verschiedenen Passivformen, die im Deutschen ja doch recht häufig sind. Im Vergleich zu anderen Sprachen, ja. Und natürlich diese komplexeren Satzgefüge mit Nebensätzen, die dann mit Konjunktionen wie indem, sobald, falls, ohne das und so weiter anfangen.
Die Regeln zu kennen, das ist ja eine Sache. Aber sie anzuwenden. Genau. Wie schafft man es, das aktiv zu nutzen, ohne im Gespräch total ins Stocken zu geraten? Die Quellen meinten ja, reines Pauken blinkt da oft nicht viel. Ja, das ist der springende Punkt. Wenn wir das mal ein bisschen größer sehen. Die Quellen legen nahe, Grammatik nicht als so ein isoliertes Regelwerk zu sehen, das man abhakt, Sondern? sondern eher als Werkzeugkasten. Ein Kasten, der dir auf B2 eben erlaubt, dich differenzierter auszudrücken, präziser, auch stilistisch passender. Zum Beispiel. Naja, der Konjunktiv 2, der macht dich höflicher oder lässt dich Hypothesen klar formulieren. Das Passiv rückt die Handlung in den Vordergrund, nicht den Täter. Und komplexe Nebensätze helfen, Zusammenhänge klarer zu machen. Okay. Die Gefahr beim reinen Auswendiglernen der Regeln ist halt, dass du die Struktur zwar kennst, aber kein Gefühl dafür kriegst, wann und warum du sie benutzt. Du lernst die Formen, aber nicht die Funktion im Kontext. Verstehe. Aber die praktische Umsetzung, die bleibt ja die Herausforderung. Eine Strategie war das kontextualisierte Lernen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, stell dir vor, du liest einen interessanten Zeitungsartikel oder einen Blogbeitrag. Irgendwas, was dich wirklich interessiert. Ja. Statt jetzt nur den Inhalt aufzunehmen, gehst du ran wie so ein Detektiv. Du suchst gezielt nach den B2-Strukturen, die du gerade lernst. Ah. Wo wird hier der Konjunktiv 2 benutzt? Ah, okay, in einer indirekten Rede. Oder hier eine höfliche Frage. Wie wird dieser komplexe Sachverhalt mit einem in dem Satz erklärt? Du analysierst also, wie die Grammatik in einem echten Text funktioniert. Dadurch verbindest du die abstrakte Regel mit einem konkreten Beispiel. Und das bleibt viel besser hängen, als nur die Regel aus dem Buch zu lernen. Das klingt logisch, aber auch potenziell zeitaufwendig, wenn man das immer macht. Gab es da auch Hinweise? Ja, der Hinweis war klar. Nicht verzetteln. Es geht nicht darum, jeden Text komplett grammatikalisch zu zerlegen. Das wäre ja Wahnsinn. Okay. Sondern sich vielleicht pro Woche 2 Strukturen vorzunehmen und dann beim Lesen oder Hören, was man ja sowieso macht, gezielt nach Beispielen dafür Ausschau zu halten. Ah, okay. Fokussierter? Genau. Und ein weiterer, sehr wichtiger Tipp war das aktive Schreiben. Also nicht nur analysieren, sondern selber machen. Also Texte produzieren. Richtig. Sich bewusst vornehmen, okay, heute schreibe ich einen Kommentar zu diesem Artikel und versuche, mindestens einmal das Passiv und einen Konditionalsatz mit Konjunktiv 2 einzubauen. Das zwingt dich, über die Anwendung nachzudenken. Macht Sinn. Und der dritte Tipp, das war dieses Sammeln von Strukturen. Wenn dir beim Hören oder Lesen eine elegante oder nützliche Formulierung auffällt, schreib sie dir auf. Nicht nur das Wort. Nee, den ganzen Satz oder zumindest den Teilsatz. So baust du dir nach und nach deine persönliche Schatzkiste-Anwendungen auf, die du dann anpassen und selbst benutzen kannst. Verstehe. Vom passiven Wissen zum aktiven Können durch bewusstes Anwenden und Sammeln, das scheint so der rote Faden zu sein. Genau das. Aber was ist, wenn man all das versucht? Man spricht regelmäßig, man lernt Grammatik im Kontext, man schreibt Texte und trotzdem dieses Gefühl, ich komme nicht weiter, dieses Lernplateau. Ja, das gefürchtete Plateau. Die Quellen, gerade der Podcast B1, B2, beschrieben das ja als fast unausweichlich auf dem Weg zu B2. Man investiert Zeit, aber die Fortschritte fühlen sich winzig an oder bleiben ganz aus. Das kann einen echt runterziehen. Dieses Gefühl kennen, glaube ich, fast alle Lerner. Und ja, es ist total frustrierend. Was hier aber wichtig ist zu verstehen, und das kam in den Materialien auch gut rüber, ist, dass nicht jedes Plateau gleich ist. Ach so. Manchmal ist es tatsächlich eine notwendige Phase der Konsolidierung. Dein Gehirn braucht einfach Zeit, um das Gelernte zu verarbeiten, zu vernetzen, zu automatisieren. Erst dann hat es wieder Kapazitäten für Neues. Wie beim Sport, wo man auch nicht immer nur besser wird. Genau. Guter Vergleich. Diese Art von Plateau muss man einfach ein bisschen Zeit geben, Geduld haben. Aber die Quellen haben ja auch von Plateaus gesprochen, die eher ein Warnsignal sind, oder? Richtig. Ein Plateau kann auch ein Hinweis sein, dass deine bisherigen Lernmethoden vielleicht nicht mehr passen. Sie sind nicht mehr effektiv genug für das höhere Niveau. Was auf B1 gut war, reicht nicht mehr für B2. Genau. Vielleicht hat man viel mit Lehrbüchern oder bestimmten Apps gelernt und das reicht jetzt nicht mehr für die komplexeren Anforderungen von B2. Oder die Motivation ist einfach gesunken.
Die erste Euphorie ist weg, das Lernen fühlt sich mühsamer an. Okay, und was dann? Wenn man merkt, es ist so ein negatives Plateau, welche Strategien wurden da empfohlen? Ein Kernpunkt war der Methodenmix, also ganz bewusst die Routine durchbrechen. Wie meinst du das? Naja, wenn du bisher viel gelesen hast, versuch mal mehr zu hören oder mehr zu sprechen. Wenn du viel Grammatik gepaukt hast, stürz dich mal in ein kreatives Schreibprojekt. Probier neue Apps aus, such dir eine Lerngruppe mit einem anderen Fokus, schau Filme statt Serien. Einfach neue Reize setzen. Okay, Abwechslung reinbringen. Ja. Und ein anderer Ansatz? Der Themenwechsel. Such dir ein komplett neues Interessensgebiet auf Deutsch. Vielleicht ein Hobby, ein Fachgebiet, Nachrichten aus einem bestimmten Bereich. Das bringt automatisch neuen Wortschatz und oft auch andere Satzstrukturen mit sich. Also raus aus der Komfortzone, auch methodisch. Klingt anstrengend, aber logisch. Genau. Und damit verbunden auch diese Fokusverschiebung, die wir bei der Grammatik schon hatten. Weg vom reinen passiven Konsumieren hin zur aktiven Produktion. Mehr sprechen, mehr schreiben. Ja, auch wenn es schwer fällt. Das fordert das Gehirn einfach anders und zwingt es, neue Verbindungen zu knüpfen. Und schließlich, das ist ganz wichtig für die Motivation, realistische Mini-Ziele setzen. Nicht das große B2. Genau. Statt diesem riesigen, einschüchternden Ziel, B2 erreichen, lieber sowas wie: Diese Woche lerne ich 10 Vokabeln zum Thema Umwelt und benutze 3 davon in einem Gespräch. Oder ich schaue eine 5-minütige Nachrichtensendung und verstehe die Hauptpunkte. Kleine, erreichbare Schritte. Ja, die geben Erfolgserlebnisse und zeigen dir, dass es doch vorwärts geht, auch wenn es sich manchmal langsam anfühlt. Das führt uns ja elegant zum letzten großen Baustein, der in deinen Materialien, gerade im Podcast B1, B2, immer wieder als so entscheidend für den Sprung auf B2 genannt wurde: der Umgang mit authentischen Materialien. Ganz wichtig. Also Podcasts, Filme, Serien, Nachrichten, Bücher, Blogs, alles, was eben für deutsche Muttersprachler gemacht ist, nicht extra für Lerner. Warum ist das so wichtig? Und die Gretchenfrage: Wie nutzt man das, ohne sofort total überfordert zu sein und aufzugeben? Also der Wert dieser Materialien, der kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, gerade auf dem Weg zu B2. Sie zeigen dir die Sprache halt, wie sie wirklich ist, in ihrer natürlichen Umgebung. Mit allen Ecken und Kanten? Genau. Mit Umgangssprache, Redewendungen, kulturellen Anspielungen, verschiedenen Sprechtempi, Dialektfärbungen. Das ist der Input, den du brauchst, um selbst natürlicher und flüssiger zu klingen. Lehrbücher können das oft nur simulieren. Verstehe. Und außerdem ist es eine schier unerschöpfliche Quelle für aktuellen Wortschatz und authentische Satzmuster. Aber der Schlüssel liegt wirklich im Wie. Da hast du recht. Ja, denn die Gefahr ist ja groß, dass man nach 5 Minuten denkt: Ich verstehe ja nur Bahnhof, und dann frustriert abschaltet. Welche Tipps gab es da in den Quellen? Der wichtigste Tipp, der kam immer wieder: Folge deinem Interesse. Wähl Material zu Themen, die dich wirklich fesseln. Egal was. Egal was. Ob das jetzt True Crime Podcasts sind, Kochsendungen, Tech-Reviews oder historische Romane. Wenn das Thema stimmt, ist die Motivation viel höher dran zu bleiben, auch wenn es sprachlich schwierig ist. Okay, Punkt 1, Interesse. Punkt 2, und das ist psychologisch wichtig: Akzeptiere von Anfang an, dass du nicht alles verstehen wirst. Das ist völlig normal auf dem Niveau. Setz dir realistische Ziele. Wie zum Beispiel? Nicht diesen Anspruch haben, jedes einzelne Wort verstehen oder nachschlagen zu müssen. Also den Perfektionismus ablegen, der einem ja oft im Weg steht. Genau den. Und wie interagiert man dann am besten mit dem Material? Nur berieseln lassen reicht ja wahrscheinlich nicht, sagtest du ja schon. Eben. Richtig. Aktives Hören und Lesen ist entscheidend. Das heißt, nicht nur passiv konsumieren, sondern Notizen machen. Was denn zum Beispiel? Vielleicht interessante Wendungen aufschreiben, neue Vokabeln notieren, aber eben nur die wichtigsten, die dir relevant erscheinen. Versuchen nach einem Abschnitt kurz mündlich oder schriftlich zusammenzufassen, was du verstanden hast. Fragen an den Text stellen. Aktiv damit arbeiten. Ja. Und 4, die verfügbaren Hilfsmittel clever nutzen. Bei Audio und Video kann man ja oft die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Stimmt. Deutsche Untertitel sind ein Segen. Ideal ist, erst mitlesen, dann versuchen, den gleichen Abschnitt ohne Untertitel zu verstehen. Und viele Podcasts, vielleicht ja auch der, den du genannt hast,
bieten Transkripte an. Ah, die Kombi Hören und Lesen? Genau. Diese Kombination aus Hören und gleichzeitigem Mitlesen oder nachträglichem Nachlesen ist extrem effektiv. Du verknüpfst Hör- und Leseverständnis und erkennst neue Strukturen viel besser. Okay, das klingt nach einem guten Werkzeugkasten, um sich auch an schwierigeres Material heranzuwagen. Fassen wir also die Kernpunkte aus unserer Analyse deiner Quellen nochmal zusammen. Der Übergang von B1 zu B2, der ist geprägt von 4 zentralen Herausforderungen. Die Sprechblockade überwinden, Die Konversationssicherheit? komplexe Grammatik aktiv anwenden, Lernplateaus meistern und authentische Materialien effektiv nutzen. Genau, diese 4. Und die Strategien, die sich da so rauskristallisiert haben, die zielen eigentlich alle darauf ab, dich aktiver, bewusster und auch selbstsicherer im Umgang mit der Sprache zu machen. Durch regelmäßige, kurze Übung. Kontextbezogenes Lernen, methodische Vielfalt. Und eben den mutigen Sprung ins kalte Wasser der echten deutschen Medien. Also, was bedeutet das jetzt konkret für dich als Hörer? Es ist klar, der Schritt zu B2 ist anspruchsvoll, keine Frage. Das zeigen ja die Erfahrungen vieler Lerner, auch in deinen Quellen. Aber machbar. Absolut machbar. Es braucht halt eine bewusste Herangehensweise, Geduld mit dir selbst und vor allem die Bereitschaft, vom eher passiven B1-Modus in einen proaktiven B2-Modus zu wechseln. Es geht darum, dich mehr zu trauen, mehr auszuprobieren, Fehler als Chance zu sehen und die Sprache wirklich als Werkzeug zu benutzen, um dich auszudrücken. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Vergiss bei all den Strategien und Zielen nicht die Freude am Prozess selbst. Oh ja, wichtiger Punkt. B2 ist ja kein Endpunkt, sondern eher ein Tor, das sich weiter öffnet. Ein Tor zu tieferem Kulturverständnis, zu nuancierteren Gesprächen, zu einem neuen Zugang zur Welt durch die deutsche Sprache. Schön gesagt. Wenn du diese Neugier und die Freude am Entdecken irgendwie kultivierst, dann wird das Lernen selbst zur Belohnung, nicht nur das Erreichen des Niveaus. Feiere die kleinen Fortschritte. Jedes verstandene Wortspiel. Jedes gelungene Gespräch. Jede neu gemeisterte Grammatikstruktur. Das ist es doch, was dich langfristig motiviert und weiterbringt. Ein schöner und wirklich wichtiger Punkt zum Abschluss. Wir hoffen, diese gemeinsame Analyse, diese Besprechung der Einsichten aus deinen Quellen gibt dir neue Impulse und konkrete Ansatzpunkte für deinen weiteren Weg. Das hoffen wir sehr. Zum Ausklang möchten wir dir noch eine Frage mitgeben, einfach zur Reflexion. Wenn du mal ganz ehrlich bist, so jenseits von den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, was ist vielleicht das eine ganz persönliche Hindernis oder die größte innere Bremse, die dich aktuell davon abhält, noch freier und selbstbewusster auf Deutsch zu kommunizieren? Eine gute Frage. Und, daran anschließend, was wäre ein winziger, aber machbarer erster Schritt, den du vielleicht schon heute oder morgen tun könntest, um diese Bremse nur ein kleines bisschen zu lösen? Ein kleiner Schritt genügt ja oft schon. Genau. Denk dran, diese Besprechung war maßgeschneidert für dich, basierend auf den Materialien, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und natürlich auch Freude beim Weiterlernen. Alles Gute und viel Erfolg. Mach's gut!